Herzlich willkommen zu unserem neuen Video aus Griechenland und Italien. Diese Woche nehmen wir euch mit ins Mastika-Museum auf Chios. Wir zeigen euch das zauberhafte Dörfchen Mesta. Und wir fahren mit euch Fähre zwischen Griechenland, Italien und Barcelona. All das gibt's nach dem Intro. Bleibt dran! Wir sind Petra und Christoph aus Hamburg. Ein Jahr verbringen wir auf kleinstem Raum mit größtmöglicher Freiheit in unserem Pössl-Kastenwagen. Unser Weg führt uns über den Balkan, durch den Kaukasus und die zentralasiatischen Staaten entlang der Seidenstraße. Auf dieser Midlife-Reise füllen wir weiße Flecken auf unserer persönlichen Landkarte. Filling White Spots eben. Wir sind immer noch auf der Insel Chios unterwegs, die etwas Einmaliges zu bieten hat. Nur hier wachsen Skinusbäume, deren Harz, genannt Mastik, der Insel Wohlstand gebracht hat. Die Bauern und Plantagenbesitzer organisieren über eine Genossenschaft die Produktion und Vermarktung. Sie widmen dem Gold der Insel sogar ein eigenes Museum. Der architektonisch reizvolle Bau fügt sich auf einer Anhöhe mit Mastikbäumen wunderbar in die Natur ein. Das liebevoll und spannend gestaltete Museum erzählt anschaulich die Geschichte der Harzgewinnung, der manuellen und später industriellen Verarbeitung. Beeindruckend zu sehen, wie man ein Produkt erfolgreich vermarkten kann, wenn alle an einem Strang ziehen. Der Besuch ist die 4 € Eintritt pro Person auf jeden Fall wert. Gleich hinter dem Museum finden wir einen Traumspot für den Nachmittag und die Nacht. Das Dorf Pyrgi im Süden der Insel lädt uns mit seinen außergewöhnlichen Häusern zu einem ausgiebigen Bummel ein. Die Muster der Fassaden sind mit einer speziellen Ritztechnik hergestellt und bilden aufgrund der einheitlichen Farbgebung ein harmonisches Gesamtbild. Nur wenige Fahrminuten entfernt liegt Mesta, das ebenfalls zu den Mastikdörfern gehört.
Es ist wie eine Festung ummauert und bildet mit seinen zahlreichen Gassen und Gängen den perfekten Ort für ein Versteckspiel. Die wunderschöne Taxiariskirche liegt am zentralen Dorfplatz, an dem während der Saison zahlreiche Tavernen und Cafés die Besucher und Einheimischen einladen. Am Abend verlassen wir die Insel. Mit der Fähre geht es über Nacht nach Piräus. Für die 8-stündige Überfahrt zahlen wir für Puschel, eine Außenkabine und uns beide 375 €. Wir beziehen als erstes unsere Außenkabine und gehen dann auf Erkundungstour. Da man sich auf so einem großen Schiff schon mal aus den Augen verlieren kann, stehe ich plötzlich vor verschlossener Kabinentür. Petra hat mittlerweile ein spannendes Schauspiel an der Verladerampe der Fähre entdeckt und genießt ein bisschen Hafenkino. Einige Lkw schaffen die steile und rutschige Auffahrt nur mit ordentlich Anlauf. Unsere Abfahrt verzögert sich dadurch um eine halbe Stunde. Am nächsten Morgen um 5:30 verlassen wir unsere Koje. Diese Lichter des morgendlichen Athen versetzen uns in Weihnachtsstimmung. Diese eher nicht. Wir starten die nächste Etappe nach Igoumenitsa.
Bei traumhaftem Wetter fahren wir die Küstenstraße entlang der Peloponnes. Ein bisschen irritiert sind wir aktuell über die hohen Mautzahlungen. Wir sind ja in Piräus losgefahren und haben bis Igoumenitsa immerhin noch 140 Kilometer vor uns, aber bereits 67 € Maut bezahlt. Was uns so ein bisschen erwischt ist, dass die Autos hier nach Höhe bepreist werden und wir mit unseren 2,70 Meter in die über den Pkw liegende Klasse fallen, also immer einen Euro mehr zahlen als alle anderen. Ja, aber wir tragen es mit Fassung und vielleicht fühlt es sich im Moment auch gerade nur so an, weil wir einen reinen Fahrtag haben, müssen wir tatsächlich nochmal vergleichen. Und die ganze Strecke per Landstraße zu machen, ist keine echte Alternative, weil uns natürlich so ein bisschen die Zeit auch im Nacken hängt. Ja. Wir melden uns wieder aus dem Waschsalon. Hallo aus Ioannina. Wir sind seit gestern hier am See und haben euch gestern doch nicht mehr mitgenommen in den Waschsalon, weil wir mal wieder ein kleines Kühlschrankmalheur hatten. Und genau, sind heute hier am See aufgewacht bei Nebel mit einer sehr mystischen Stimmung. Und nachdem wir jetzt getankt haben, damit wir morgen unsere nächste Etappe auf unserem Transit entspannt starten können, sind wir zurückgekehrt an den See, haben uns jetzt noch einen anderen Platz gesucht, der wirklich traumhaft schön ist. Hier werden wir jetzt den Nachmittag zubringen und dann morgen relativ früh schon starten. Im Fährhafen von Igoumenitsa nehme ich eine Anhalterin an Bord. Petra muss hier als Beifahrerin separat durch Pass- und Personenkontrolle. Langsam werden wir zu alten Hasen, was das Boarding angeht, denken wir. Der Einweiser auf Deck 4 sieht das ein wenig anders. Letztlich einigen wir uns aber. Die Tagfahrt startet gegen 14 Uhr und dauert 6 Stunden. Wir zahlen 279 € für den Van und uns beide.
Die Nacht verbringen wir praktischerweise auf einem Parkplatz in der Nähe des Hafens. Am nächsten Morgen geht es bei Regen Richtung Rom zur nächsten Fähre. Wie ihr sehen könnt, sind wir ein weiteres Mal auf einer Fähre, diesmal mit ordentlich Seegang. Und diesmal sind wir nördlich von Rom losgefahren. Und wir sind auf dem Weg nach Barcelona, denn wir wollen Weihnachten in Spanien verbringen. Ursprünglich war geplant, dass wir von Brindisi aus über Land nach Spanien fahren. Haben uns dann aber doch nochmal an den Rechner gesetzt, um zu gucken, was für Fährverbindungen es gibt. Und da unsere Dieselfüllung in Europa halt locker 220 € kostet auf, sagen wir mal so 1500 bis 1800 Kilometer, haben wir es dann doch vorgezogen, nochmal Fähre zu fahren. Ja, wie ihr seht, haben wir ganz guten Seegang. Wir finden das ganz lustig. Wie es den anderen Passagieren hier so ergeht, wissen wir nicht. Aber es sind teilweise echt ziemlich krasse Wellen. Ansonsten ist das Wetter ganz schön. Insofern kann man das durchaus auch genießen. Wer bei dieser Windstärke das Gleichgewicht halten kann und nicht seekrank wird, ist klar im Vorteil. An Deck entdecken wir so gut wie niemanden. Wo sind die alle? Diesmal zahlen wir 196 € für eine Außenkabine, den Bus und uns zwei für die 21-Stunden-Fahrt. Viva España! Das war unsere Woche in Griechenland und Italien. Wenn euch dieser Film gefallen hat, dann freuen wir uns wie immer über einen Kommentar oder einen Like. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut das gerne oder ihr drückt auf die Glocke, damit ihr keine neuen Filme verpasst. Nächste Woche ist Weihnachten, daher sehen wir uns schon am Samstag wieder. Bis dahin, ciao! Tschüss!